Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Giant Farm Video auf Borodeng. Es ist ein bisschen spontan, weil ich habe eine Party für was gezogen. Also eigentlich habe ich nur ein bisschen Achievement leveln wollen, um genau zu sein, habe dabei eine Party gezogen. Und ehe es mich versah, hatte ich tatsächlich schon Level 40 erreicht und es ist aber Wochenende und ich habe einige Leute farmen sehen und dachte mir, naja gut, mache ich einfach nur kurz Achievement, dass ich das Naga Level 4 erreichen fürs nächste Mal. Und dann habe ich aber gesehen, hey, Violet Naga ist da. Habe ich jetzt schnell Violet Naga getötet und dachte mir, na gut, okay, hat wahrscheinlich Glück gehabt zum Respawn. Fliege ich rum, okay, Giant Kingster ist auch am Start. Und dann denke ich mir, na gut, dann Giant Naga ist auch am Start. Dann mache ich vielleicht doch eine kurze Farm-Session. Wird diesmal wahrscheinlich zweigeteilt sein, aber hey, warum nicht? Und Giant Naga is about to go down. Down. Und nächster Giant Naga geht down. Ich habe jetzt halt nur bedingt Power-Ups an, aber es ist auch mal ein ganz guter Test für die sehr ferne, also vermutlich sehr ferne Zukunft, wie es so ohne Power-Ups laufen würde. Also falls sie mir irgendwann mal ausgehen sollten, was höchstwahrscheinlich bis zum Ende des FEC-Servers nicht passieren wird, aber man weiß ja nie. So, für mich nächster Violet Naga, für euch der erste. I take it. Ich meine, vor allem bei den Violets ist es halt so, da kann ich fast nicht widerstehen, wenn ich die sehe. Nur halt ohne Dropskills macht es dann halt echt keinen Sinn, sie zu töten. Aber an für sich sind sie echt selten. Und die Product-Drop-Rate ist ja doch relativ gut, sag ich mal. Relativ, wenn man alle Products mit einbezieht. Und ja, schon nicht schlecht. Ist zumindest die bessere Entlohnung als bei 50 Giants. Wenn du Pech hast, hast du bei 50 Giants keinen einzigen Drop. Also literally nichts. Und ich meine, da ist ein A-Product natürlich schon ein bisschen attraktiver. So, Giant Kingster. Oh, ein Dropskill gefettfingert. Geht auch down. Natürlich lustig, wenn ich bei so einer halbherzigen Aktion was droppen würde, wobei das natürlich keinen Unterschied macht. Hauptsache die Party-Skills sind an. Den Giant wird es ja wohl kaum interessieren, ob ich alle Power-Ups aktiviere oder nicht. So, Violet Kingster. Und by the way, Fun Fact zu den Kingstern. Weil ich probiere halt immer mit Party ziehen und so immer meine Achievements hochzuleveln für mehr Damage und so. Und das Ding ist, bei Kingstern kann ich keine Party hochziehen, weil die zu niedrig sind. Also Kingster sind so niedrig, dass ich hier keine Party-XP bekomme. Also auch bei den Captain Kingstern, das sind natürlich Small Kingster, aber ja, ganz schön bitter. So, nächster Violet Kingster. Ja, mein Ziel ist jetzt einfach jeden Channel einmal durchgehen, gucken, welche Violets da sind. Bis jetzt ja eigentlich alle. Oder? Hat einer gefehlt? Hm, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, gehe ich jetzt jeden Channel einfach einmal durch. Hoffentlich halt mit den meisten, so viele Violets wie geht. Und dann, wie gesagt, ja, mache ich dann beim nächsten Mal die andere Hälfte sozusagen. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Vielleicht probiere ich das dann sogar öfter, dass ich, also auch am Wochenende quasi, dass ich dann wirklich, bevor ich schlafen gehe quasi, nochmal online gehe, gucke, was da ist und dann den Rest mal anders mache. Aber mal schauen. Giant King war natürlich auch am Start, wenn der Violet schon da ist. Meistens ein eher gutes Zeichen. Hat er auch einen Drop für uns? No. So, nächster und ich glaube auch letzter Violet Naga. Eventuell noch zweimal Giant Naga. Und auf jeden Fall ein Violet Kingster müsste auch noch drin sein. Ja, wie prophezeit, Giant Naga war natürlich am Start. Jetzt noch einmal Channel wechseln. Gucken, was da noch so geht. Drop-technisch ging auf jeden Fall noch gar nichts. Ich glaube, wir haben nicht mal einen A-Projekt gedroppt bis jetzt. Ziemlich genau an dieser Stelle hier haben wir den Hernesnacke gedroppt. Vielleicht ist das heiliger Boden, der Glück bringt. Oder einfach nur Trash. Ja, Giant und Violet Kingster warten nur darauf, getötet zu werden, stehen beide direkt nebeneinander. Da muss man doch einfach zuschlagen. Aber ja, es war eine schnelle Runde. Es war eigentlich fast alles da. Und ja, wie gesagt, die zweite Hälfte, also den Violet töte ich jetzt natürlich auch noch. Aber ja, dann die zweite Hälfte mache ich, oder was heißt zweite Hälfte? Die anderen 2/3 mindestens. So ist es gleich der 12., den wir jetzt hier töten. Den mache ich dann beim nächsten Mal. Genau. Und da geht der letzte Kollege auch schon down. Das ist sogar mein Low-Up-Cut down. Also ein Mini-Power-Up hatte ich schon aktiv. Ist jetzt auch abgelaufen. Deswegen ist jetzt auch wirklich Schluss.
Und wir kriegen ein X-Product sogar noch. Okay, muss ich mir merken. Mal schauen, ob ich das mir merken kann, dass wir tatsächlich einen kleinen Drop hatten. Und da sind wir wieder. Das Video hat ja quasi schon begonnen. Und ja, weiter geht's mit einem Giant Naga. Ich habe gerade noch keine Power-Ups aktiviert, weil ich habe gerade ein anderes Team gesehen. Mal gucken, was heute so geht. Deswegen passt es ganz gut, dass ich tatsächlich jetzt schon 12 Giants oder so getötet habe. Das heißt, ich muss gar nicht so viele finden. Weiter geht's mit Monsieur le Giant Kingster. Wir hatten auch gleich schon Pop-Up, einen X-Project hatten wir, glaube ich, schon. So, weiter geht's. Giant Kingster. Und Drop. Erster Violet für... das ist jetzt irgendwie komisch, ne? Weil es ist nicht der erste Violet, aber... Für mich gerade ist es der erste Violet, aber nicht fürs Video. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und gedroppt hat er nix. Und Giant Naga auch wieder am Stissel. And another one bites the dust. Ohne Drop. Also Ziel ist auf jeden Fall Orichalcum. Auch wenn jeder von euch andauernd sagt, ja, Orichalcum ist doch super selten. Du sollst dich nicht aufregen, dass du 2 Giants lang keins droppst. Ich reg mich trotzdem auf. Professor Dr. Giant Kingster. Eine Le Drop, please. Nein, sagt er. So, kurzes Päuschen gemacht, weil absolut keine Giants und Violets mehr da waren. Also wirklich absolut nichts mehr. Und ein X-Project zur Belohnung bekommen. Nice. Ja, mal gucken, ob die Leute noch unterwegs sind. Wenn jetzt immer noch so wenig am Start ist, dann sieht schwierig aus. Aber gut, wir haben schon relativ viel tatsächlich. Giant King auch am Start. Schon mal ein gutes erstes Zeichen. Ich meine, meistens ist so die Phase, wo am wenigsten los ist, wirklich zwischen 3 und 5. Endlich auch ein Violet Naga mal gefunden. Der erste in dieser Session. Puh, das war knapp. Ja, ich hätte auch fast noch mit den anderen Pie-Skills geklappt, so 30 Sekunden oder so. Irgendwie dachte ich gerade, die laufen auch noch. Und das ist mir gerade eingefallen. Moment, die sind ja abgelaufen. Aber, ja. Also wie gesagt, mal gucken. Giant Dorian wurde vorhin nämlich auch gefarmt. Also auf die kann ich gerade gar nicht ausweichen, weil die sind wahrscheinlich auch noch gar nicht gerespawnt. Aber, naja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Giant Naga stand direkt daneben. Lustigerweise. Gar nicht erwähnt. Nächster Giant Naga. Vom Violet fehlt noch jede Spur. Giant Kingster. Wer zu Giant Dropstar. Und nächster Violet Naga. Das Nervige ist halt, wenn andere Leute die Violets töten, das habe ich gleich beim letzten Mal schon erklärt, dann weiß ich halt nicht, also nicht mal ansatzweise, wann sie jemals respawnen. Und das Problem ist, dass ich sie dann auch nicht innerhalb von relativ kurzer Zeit töten kann, damit sie alle einen ähnlichen Respawn-Zyklus haben. Ähnlich natürlich, also gleich geht sowieso nicht. Aber ja, das ist echt nervig, weil so verliert man einfach extrem viel Zeit mit der Suche nach Giants. Beziehungsweise in dem Fall Violets. Giant Naga. Giant Kingster. Wow, schon wieder Instant Respawn. Ich dachte mir gerade, Alter, ist das ein Grafikfehler? Das Vieh ist literally vor ihr könnt auf die Uhrzeit gucken, das Vieh ist vor 5 Sekunden gestorben. Es war ein Instant Respawn, schon das zweite Mal bei Giant Kingster. Das ist geil. Umso heftiger wäre es natürlich, wenn der Kollege jetzt was droppt, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. No. Noch ein Violet gefunden, jetzt fehlen nur noch 3, dann hätte ich alle einmal gekillt. Was natürlich nach der Zeit, die ich jetzt schon hier unterwegs bin, nicht wirklich sehr erfreulich ist. Giant King. Violet Naga. Eigentlich hätte hier jetzt auch Violet Kingster sein müssen, gefühlt. Aber er war wieder nicht da. Also, yikes, man. Giant Naga. Wieder in der Nähe der Stelle, wo es schon mal geknallt hat. Mit einem Drop. Heute aber nicht. Giant Naga again. Ja, nach einer kleinen Verfolgungsjagd auf Channel 4 weiß ich jetzt, dass die Konkurrenz auf jeden Fall noch am Start ist. Keine Ahnung, wie wir uns fast 2 Stunden lang nicht begegnet sind.
seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe und jetzt das letzte Mal. Aber ja, anscheinend haben wir um uns herum die Sachen immer noch gegenseitig weggefarmt. Und das erklärt, warum es heute so schleppend läuft. Bei der Giant Dorian wieder richtig unlucky mit den Pie-Skills. 1 Million Leben. Also halt wirklich 10 Sekunden. Sehr, sehr ärgerlich. Naja gut, vielleicht ein kleines bisschen mehr als 10 Sekunden. Ein kleines bisschen mehr als 10 Sekunden vielleicht. Aber nicht viel mehr. Giant Dorian Nummer 3. Alle 3 ohne Drop. 4. und letzter Giant Dorian und wieder sind die Party-Skills 10, 15 Sekunden zu früh abgelaufen, ey. Aber dieses Mistvieh kann halt wirklich überall sein. Das ist so nervig. Zurück von unserer kleinen Angeltour im Reich der Fische. Bei Giant Naga. Weil es gibt ja auch Seeschlangen, I guess, aber diese Schlange ist definitiv nicht im Wasser. So, nächster Violet Kingster. Giant meine ich natürlich. Wieder Giant Kingster. Was anderes findet man irgendwie nicht mehr. Ja, ich hätte es eigentlich schon gar nicht mehr für möglich gehalten, dass wir noch was finden. Ich habe jetzt nämlich meine Quest zu Ende gemacht, die 500 Small Kraken getötet. Und war ich schon drauf und dran aufzuhören. Also ich habe jetzt gesagt, noch einmal alle Channel durchgucken. Und immerhin noch mit einem Violet belohnt worden. Aber wir haben heute noch nicht mal die 50 Giants und das, obwohl ich ja schon Vorarbeit geleistet habe und ich jetzt auch schon seit fast 3 Stunden dabei bin. Also absolute Katastrophe heute. Die Konkurrenz schläft offensichtlich nicht. Tatsächlich ist das ja erst Giant-Violet Nummer 44. Also actually ultra bad einfach. Anscheinend ist der Channel hier einfach noch randvoll. Oh no, ich habe das falsche Pad draußen. No. Giant ist auch am Start. Vielleicht finden wir auch noch den 4. Giant. Dann wäre es sogar ein kompletter Channel gewesen. Was gleich der erste Channel heute wäre, wo ich alle 4 gekillt habe in einem Schwung. Giant Naga tatsächlich auch hier. Ich schätze mal, die Konkurrenz hat aufgehört. So. Anderer Channel, direkt wieder Giant Naga. Ist natürlich immer so, dann, wenn man es quasi schon abgeschlossen hat und sich so denkt, ja komm, dann lassen wir es für heute. Dann guckst du noch einmal alle Channel durch und plötzlich sind die ganzen Viecher da. Das ist echt immer das Gleiche. Wie gesagt, das ist eigentlich der absolute Worst Case. Du hast eigentlich schon abgeschlossen und plötzlich sind die ganzen Viecher da und du weißt, dass sie alle da sind und Unser 3. X-Product tatsächlich heute. Das ist relativ viel. 3 X-Product in einer Session. Weil technisch gesehen sind es eigentlich 2 Sessions, die ich zusammengewerkelt habe, aber ja, trotzdem nicht schlecht. Giant King, das heißt auch der Channel bis jetzt voll besetzt, bis auf den Violet Kingster, der fehlt uns dann quasi noch. Und der Violet Kingster war tatsächlich auch da, also jetzt 2 Channels schon mit allen Giants-Violets. Und noch ein X-Product, Nummer 4 heute, glaube ich. Und ein G-Product sogar auch noch, wow. Will mir das Spiel etwa zum Ende hin hier noch was gönnen, oder wie? Tja, da war ich leider etwas zu langsam, aber Giant Kingster ohne Drop. Tja, hat sich erledigt, die Konkurrenz ist doch wieder aufgetaucht, aber immerhin habe ich jetzt fast 3 komplette Channel leer gefarmt, also der Punkt geht an mich. Naja, aber dann kann ich jetzt beruhigt aufhören und wir haben auch die 50 Giants geknackt mit insgesamt, das ist jetzt Nummer 52. Ja, ist natürlich ziemlich wenig, wie gesagt, für den Zeitaufwand und gedroppt haben wir eigentlich auch nicht wirklich was. Also ja, 4 Pop-Ups, 4 X-Protect, aber naja, ich meine, es sind halt X-Product, also ist jetzt nicht wirklich so krass. Was ich jetzt noch machen kann, ist die Quest abgeben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es sonst noch was zu erwähnen? Ne, ist eigentlich nicht viel passiert. Ja, man merkt halt so langsam, also es wurde mir zumindest auch gesagt, dass gefühlt wieder mehr Leute farmen. Ich meine gut, zu den Uhrzeiten, zu denen ich unterwegs bin, ist das natürlich schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, so langsam realisieren viele Leute wirklich, dass sie jetzt so die letzten Chancen haben, noch in ansatzweise Ruhe zu farmen. Weil sobald der FEC-Server vorbei ist, wird das Giant Hunten auf Bodeng wieder eine absolute Katastrophe werden. Weil wieder die Hölle auf Erden los ist. Auf Channel 4 wird ein absolutes Schlachtfeld wahrscheinlich herrschen. Und ja, das wird dann schon schwierig, überhaupt noch jemals eine Herrneswaffe zu droppen wahrscheinlich. Deswegen sollte man es jetzt noch nutzen, solange man noch kann. Danke euch fürs Zuschauen. Und ich gebe jetzt gleich noch die Quest ab. Und sage aber schon mal, wie gesagt, macht's kurz rein, bis zum nächsten Mal. Und checkt out YouTube und Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und damit bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.